Hallo, ich bin Manuel Delta Oscar 5 Tango Yankee und ich habe das Online-Logbuch Tycoos entwickelt und möchte euch heute kurz vorstellen, was das Ganze an Grundfunktionen bietet und was es überhaupt ist. TycoSL ist ein Online-Logbuch, was komplett im Browser nutzbar ist und somit auf jedem Gerät funktioniert, also auf Notebook, Desktop-PC sowie auch auf Smartphones und Tablets. Alle QSOs sind so immer an einem Ort gespeichert. Man muss nicht sich in verschiedenen Programmen die QSOs per ADIF oder anderen Formaten hin und her schieben. Man hat immer alle seine QSOs an einem einzigen Ort und kann immer auf diese zugreifen, egal wo man ist, egal auf welchem Gerät man gerade ist und egal wann. Entwickelt wird das Ganze von mir und ist natürlich von und für Funkamateure in Entwicklung. Die Registrierung ist kostenlos und das Ganze ist spendenfinanziert. Gehostet wird das Ganze in Deutschland auf einem Server, den ich angemietet habe. Im Folgenden noch ein kleiner Überblick über die grundlegenden Funktionen des Logbuchs. Nachdem ihr euch eingeloggt habt auf der Plattform, werdet ihr auf das Dashboard weitergeleitet. Hier könnt ihr euch ein paar Statistiken zu eurem Account ansehen, inklusive einer interaktiven DXCC-Karte. Hier könnt ihr auch reinzoomen und euch zum Beispiel ansehen, wie viele QSOs ihr mit deutschen Rufzeichen hattet oder auch mit finnischen Rufzeichen und so weiter. Ihr könnt das Ganze auch euch per Logbuch ansehen. Wie ihr seht, ist das Ganze multi-Logbuchfähig. Das heißt, ihr könnt euch auch nur ein Logbuch raussuchen und dafür die Statistiken euch ansehen. Zudem gibt es hier noch ein paar Neuigkeiten, die hier angezeigt werden, wenn es zum Beispiel neue Funktionen gibt in TycoSL. Über den Logbuch-Menüpunkt in der Leiste oben kommt ihr sofort zu eurer Logbuchseite. Hier könnt ihr eines eurer Logbücher auswählen und entsprechend euch die QSOs dazu ansehen. Um vielleicht bestimmte QSOs zu finden, könnt ihr auch die Filter verwenden. In dem Fall habe ich hier ein DL eingetragen und auf Filter geklickt und schon sehe ich nur noch Rufzeichen, die ich gearbeitet habe, die mit DL anfangen. Ihr seht sofort in der Liste alle wichtigen Informationen zum QSO, inklusive dem entsprechenden Rufzeichen, dem DXC und ein paar anderen wichtigen Daten. Und auch seht ihr sofort, dass ich dieses QSO hier oben bereits zu Cryptlog und eQSL erfolgreich hochgeladen habe und über LOTW ist noch keine Bestätigung eingegangen. Dagegen das QSO hier unten ist bereits per LOTW bestätigt, es ist allerdings nicht zu eQSL hochgeladen, allerdings ist es bei Cryptlog vorhanden. Ihr könnt so zudem auch die Exportfunktion verwenden. Hier werden die Filter entsprechend übernommen. Bedeutet, wenn ihr alle QSOs in der Liste entsprechend ausgewählt habt über die Filter, könnt ihr einfach auf Export klicken und die Filter werden übernommen. Über den Download-Button könnt ihr alle eure QSOs in einem ADIF-File herunterladen. Über den Clublog bzw. den eQSL-Button könnt ihr die selektierten QSOs direkt zu diesen Diensten hochladen, automatisch. Möchtet ihr einen QSO bearbeiten, dann klickt ihr einfach auf die entsprechende Zeile. Euch wird auch direkt ein Editieren-Button hier hinten angezeigt. Einfach auf die Zeile klicken und schon könnt ihr mehr Informationen zu dem QSO sehen und auch diese bearbeiten. Wenn ihr zum Beispiel eine QSL-Karte in Papierformat bekommen habt, könnt ihr einfach hier unten auf QSL Received auf Yes klicken oder wenn ihr eine abgesendet habt, auf Requested klicken und dann auf Speichern klicken. Hier könnt ihr auch, wenn ihr das QSO verschieben wollt, einfach ein anderes Logbuch auswählen und es darin speichern, dann wird das QSO quasi entsprechend verschoben. Auch hier seht ihr nochmal QSL-Informationen, dass das Ganze hochgeladen ist auf Cryptlog und eQSL, allerdings aus LOTW noch keine Bestätigung erfolgt ist. TycoSL bietet natürlich auch einen sehr stark optimierten ADIF-Importer, womit sich aber tausende von QSOs auf einmal importieren lassen. Somit ist der Umzug auf die Plattform relativ einfach, denn ihr könnt einfach eure QSOs als ADIF aus eurem bisherigen Programm oder euren bisherigen Programmen exportieren und dann hierüber importieren. Ihr klickt einfach auf Choose a File, wählt die entsprechend die Datei aus und wählt das Logbuch, in dem das Ganze importiert werden soll. Danach klickt ihr einfach auf Import ADIF und wartet, bis die Fortschrittsanzeige voll ist und entsprechend die Meldung kommt, dass der Import erfolgreich war und fertig ist.
In jedem Fall habt ihr gesehen, es hat jetzt nur ungefähr eine Sekunde gedauert. In der Datei wurden 1096 valide QSOs gefunden und innerhalb von wenigen Sekunden oder sogar unter einer Sekunde wurden jetzt alle QSOs importiert. Und jetzt steht auch hier, dass alle QSOs importiert wurden und dass das Fenster nun geschlossen werden kann. Somit könnt ihr jetzt einfach einen anderen Menüpunkt wählen oder auch auf Back klicken und diese Meldung mit Verlassen bestätigen. Nun können wir uns auch direkt alle unsere QSOs ansehen, gehen auf My Logbook und hier sind alle unsere QSOs, die wir soeben importiert haben, verfügbar. Natürlich können in TiQSL auch direkt neue QSOs angelegt werden, bzw. gespeichert werden. Der Logger ist relativ simpel gehalten, bietet allerdings alle wohl wichtigsten Felder, die man für das Loggen von QSOs benötigt. Das Datum sowie die Uhrzeit sind immer bereits vorausgefüllt, somit muss man sich darum keine Gedanken machen. Tippt man jetzt zum Beispiel das Rufzeichen ein, mit dem man gerade einen Kontakt hat, in dem Fall zum Beispiel VE, wird einem direkt angezeigt, nachdem das Präfix fertig ist, dass es ein kanadisches Rufzeichen ist. Tippt man nun weiter und man hatte schon mal einen Kontakt mit demjenigen, dann wird einem das direkt hier angezeigt und man bekommt alle Informationen zur Station sowie auch Infos zum letzten Kontakt angezeigt auf der rechten Seite. Für Leute, die über Satelliten arbeiten, diese können einfach Propagation auf Satellit setzen und dann entsprechend den Satelliten auswählen, auf dem sie gerade arbeiten. Bei FM-Satelliten wie zum Beispiel dem SO50 wird dann direkt der Modus, das Band sowie auch das RX-Band gewählt und automatisch die RX- und TX-Frequenz eingefüllt. Somit müsste man hier wirklich nur das Rufzeichen und vielleicht den Namen sowie den RST und den Locator eintragen und müsste sich um die ganzen Frequenzen und das Band gar keine Gedanken mehr machen. Nun wählt man einfach das entsprechende Logbuch aus, in dem man speichern möchte und klickt dann auf Save. Nun wurde das QSO erfolgreich gespeichert und wie ihr seht, wurde die RX- und TX-Frequenz sowie auch der Modus und das Band übernommen, sowie auch die meisten anderen Felder. Somit muss man nicht immer wieder das Ganze neu ausfüllen, sondern kann auch in einem Pileup oder wenn man schnell hintereinander ein paar QSOs loggen muss, direkt weitermachen und muss sich nicht damit aufhalten, wieder die Frequenz und den Modus und alles einzustellen. Auch bietet TiQSL eine Funktion, um sich mit WSJTX zu verbinden und somit automatisch die QSOs, die in WSJTX gemacht werden, in TiQSL zu übernehmen. Diese Funktion ist in der Dokumentation entsprechend erklärt und ihr findet auch in der Playlist ein Video, in dem ich erkläre, wie ihr das Ganze benutzt. Informationen zu den weiteren Funktionen, wie auch dem öffentlichen Profil oder der QSO-Landkarte, die wirklich sehr nützlich ist, findet ihr auf tiqsl.eu und in Zukunft auch, wie schon erwähnt, in der TiQSL-Playlist hier auf meinem Kanal. Beides ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Danke fürs Zuschauen.